Als eine junge Frau, die in einem Tierheim arbeitet, beschließt, den hässlichsten Hund zu adoptieren, den alle im Tierheim abgelehnt haben, muss sie sich viel Kritik stellen. Doch sie ignoriert die Kritiker und adoptiert den Hund trotzdem, ohne zu ahnen, dass gleich etwas Erstaunliches passieren wird. June erledigte gerade ihre Aufgaben im Tierheim, als eine 4-köpfige Familie hereinkam, ein Ehepaar und 2 Kinder. Die Kinder liefen im Raum umher, während die Eltern auf einen Mitarbeiter warteten, der sie herumführen und ihnen alles Wissenswerte über die Adoption eines flauschigen Haustieres erzählen würde. Dann gingen sie durch das Tierheim und schauten in jeden Käfig auf der Suche nach einem flauschigen Gefährten zur Adoption. Sie sahen viele süße Hunde, die bereit zur Adoption waren, aber schließlich blieben sie vor einem hinteren Käfig stehen, in dem sich ein alter Hund zusammengerollt hatte. Er hatte verfilztes Fell, hängende Augen und ein schiefes Lächeln. Ein alles andere als ansprechender Anblick. Dieser Hund war keine Besucher an seinem Käfig gewöhnt, und als er sie bemerkte, stand er auf und schnupperte. Als die beiden Kinder zu ihren Eltern kamen, rümpften sie angewidert die Nase. »Papa, nein«, rief das jüngere Kind aus. »Er ist so hässlich«, sagte das andere. Ihr Vater, Herr Richards, ermahnte seine Tochter Ella, dass es nicht schön sei, so etwas zu sagen, aber die Jungen bestanden weiterhin darauf, dass der Hund hässlich sei und sie ihn nicht wollten. Alle Aufmerksamkeit war auf sie gerichtet, und der Hund muss diese ablehnende Haltung gespürt haben, denn er rollte sich in einer Ecke zusammen und bedeckte seine Schnauze mit den Pfoten. Die Familie ging zum nächsten Käfig weiter, während June sie beobachtete. Es gefiel ihr nicht, wie die Kinder diesen Hund wegen seines Aussehens ablehnten. Sie hatte gesehen, wie dieser Hund immer wieder übergangen wurde, wie jeder, der ins Tierheim kam, einen Bogen um ihn machte. Der Hund war nie länger als 3 Tage in einem neuen Zuhause geblieben. Das frustrierte June. Alle hatten bereits die Hoffnung aufgegeben, diesen Hund zu vermitteln, da er als zu unattraktiv für eine Adoption galt. Doch an jenem Tag trafen die Worte der Kinder sie tief. Sie wusste selbst, was es bedeutete, als unerwünscht und unansehnlich zu gelten. Sobald die Familie den Hund mitgenommen hatte, der ihnen gefiel und alle Besucher weg waren, ging June zu dem zotteligen Hund. Die letzten Besucher hatten nur den Kopf geschüttelt und gemurmelt, dass dieser Hund viel zu hässlich sei, bevor sie gingen. June atmete tief durch und versprach sich selbst, dass dies das letzte Mal war, dass jemand auf diesen Hund herabsah. Sie kniete sich neben ihn und sah ihm in die Augen. Der Hund hatte ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben konnte, aber June sah das, was sich hinter dem Aussehen verbarg. Sie sah in seinen Augen ihr eigenes kleines alter Ego, all das Trauma und alles Erlebte. Sie erinnerte sich, wie es war, anders zu sein. »Hallo, mein Kleiner«, flüsterte sie und kraulte ihn hinter den Ohren. »Willst du mit mir nach Hause kommen?« Der Hund wedelte dankbar mit dem Schwanz, als wolle er June antworten. Es war schön, dass zumindest jemand Liebe zeigte. Die kurze Zeit, die sie mit dem Hund verbrachte, bedeutete ihr alles. Junes Herz brach vor Mitleid mit dem armen Kerl, und sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er einsam und verlassen war. Ohne zu zögern entschied sie sich, ihn zu adoptieren. Sie ging zur Leiterin Sophie und teilte ihr ihren Wunsch mit. Sophie war verblüfft und fragte June, ob sie sicher sei, dass sie diesen Hund adoptieren wolle, und erinnerte sie daran, dass alle, die Interesse gezeigt hatten, ihn bald wieder zurückbrachten. Sie hatte bereits die Hoffnung aufgegeben, dass für diesen Hund jemals ein Zuhause gefunden würde. Junes Kollegen, die das Gespräch mit der Leiterin hörten, versuchten ebenfalls, sie von der Adoption abzubringen. »Warum willst du ausgerechnet diesen Hund? Du kannst einen süßen Hund nehmen, so wie Smiley«, schlug eine Mitarbeiterin vor. »Ich will ihn«, beharrte June. »Aber warum?«,
Als ich sah, wie die Kinder ihn direkt in sein Gesicht hässlich nannten, weckte das in mir ein tiefes Mitgefühl. Ich kann mich mit seinem Kampf und seinem Hunger nach Akzeptanz und Liebe identifizieren. Ich möchte ihm all das geben, erklärte June. Es kostete sie all ihre Kraft, vor ihnen nicht in Tränen auszubrechen. Ihre Gefühle so offen darzulegen, war für sie ungewohnt. Die Geschichte dieses Hundes weckte in Joan Erinnerungen an jene Zeit in ihrem Leben, als sie sich selbst unerwünscht fühlte. Als Adoptivkind einer anderen ethnischen Zugehörigkeit in einer weißen Familie aufgewachsen, hatte sie oft das Gefühl, nicht dazuzugehören, immer außen vor zu sein und nur zuzusehen. Ihre Adoptiveltern machten ihr nie Vorwürfe. Sie waren die Besten, die man sich nur wünschen konnte. Aber da sie das einzige Kind einer anderen Herkunft in einer Umgebung war, in der sie niemanden sah, der ihr ähnelte, zweifelte sie stark an ihrer Schönheit. Selbst wenn ihre Adoptivmutter sie vom Gegenteil überzeugte, fühlte sich ein Teil ihrer Seele dennoch anders. Die Mitschüler in der Mittel- und Oberstufe machten die Situation nur noch schlimmer. Zumindest am College war es besser. Dort fand sie viele Freunde, die ihr ähnlich waren. Doch all die Liebe, die sie empfand, wurde vor einigen Monaten weggespült, als sie sich von ihrem Verlobten trennte, nachdem sie erfahren hatte, dass er sie betrogen hatte. Dieses Ereignis warf sie auf ihrem Weg der Selbstakzeptanz weit zurück, und sie befand sich wieder am Ausgangspunkt, fühlte sich unerwünscht und nicht gut genug. Das Gefühl der Ablehnung und Einsamkeit wurden zu ihren ständigen Begleitern, die ihr Bild von sich selbst und der Welt um sie herum prägten. Der einzige Ort, an dem sie Liebe spürte, war das Tierheim, wo sie sich um die Tiere kümmerte. Die Sorge um die Tiere im Heim heilte jenen Teil von ihr, der selbst Zuwendung brauchte. June ahnte nicht, dass die Adoption des hässlichen Hundes genau das bewirken würde, sich um sie selbst zu kümmern. Alle waren von ihrer Geschichte beeindruckt. Sophie blieb keine Wahl, als June den Hund mitnehmen zu lassen. »Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen«, sagte Sophie. »Ich bin sicher, dass ich es nicht werde«, antwortete June stolz. Sie wusste, dass selbst ein hässlicher Hund, wenn man ihm eine Chance gibt, der beste Gefährte werden kann. Etwas, das viele für unmöglich hielten. Sie sah hinter dem Äußeren das Potenzial für Liebe und Kameradschaft. Die Kritik von allen Seiten ignorierend, führte June ihren Hund fest an der Leine aus dem Käfig und bereitete sich auf die Abenteuer vor, die auf sie warteten. Scrappy. Sie brachte ihn nach Hause und nannte ihn Scrappy. Sie konnte es kaum erwarten, ihm all die Liebe und Fürsorge zu geben, die er so dringend brauchte. Scrappy war außer sich vor Freude, bei June ein liebevolles Zuhause gefunden zu haben. Mit der Zeit entstand zwischen ihnen eine unzerbrechliche Bindung. June erkannte, dass Scrappy trotz seines Aussehens ein Herz voller Liebe und Treue hatte. Sie nahm ihn morgens mit zur Arbeit ins Tierheim und kehrte abends mit ihm nach Hause zurück, wo sie ihn stundenlang bürstete. Wenn sie mit ihm im Park spazieren ging, sahen die Leute sie schief an. Aber June war es egal. Solange sie die Schönheit hinter Scrappys physischer Hülle sah, zählte nichts anderes. Sie wurden unzertrennliche Freunde, die Freude und Glück in das Leben des jeweils anderen brachten. Gemeinsam teilten sie Abenteuer im Park und faule Nachmittage in der Wärme ihrer Kameradschaft. Scrappys einst traurige und gesenkte Augen funkelten nun vor Dankbarkeit. Sein Fell wurde immer glänzender und sein Schwanz wedelte vor Freude darüber, geliebt zu werden. Er hatte sich verwandelt und jeder konnte es sehen. Für June war Scrappy mehr als nur ein gewöhnlicher Hund. Sie hatte in ihm einen Therapiehund und besten Freund gefunden. Scrappy bemerkte, wenn June emotionale Zusammenbrüche hatte und blieb an ihrer Seite, um sie zu trösten.
Dann lagen sie zusammengekauert da und schliefen ein. Ihn an ihrer Seite zu sehen, gab June die Gewissheit, dass sie nicht allein war. Scrappy war nicht ausgebildet, schenkte ihr aber die tröstlichsten Umarmungen. June genoss seine Anwesenheit in ihrem Leben. Es schien wie ein Geschenk Gottes in Gestalt eines Hundes. Eines Tages stieß June während ihrer Schicht auf einen Flyer, der einen Wettbewerb für den hässlichsten Hund der Welt ankündigte. Der Wettbewerb in einer benachbarten Kleinstadt sollte die einzigartige Schönheit von Hunden wie Scrappy feiern. Während sie den Flyer betrachtete, kam eine Kollegin auf sie zu. Als sie den Zettel in Junes Händen bemerkte, lachte sie laut auf. »Sag bloß nicht, dass du an diesem Wettbewerb teilnehmen willst. Dein Hund ist zwar hässlich, aber das heißt nicht, dass er den Titel des hässlichsten Hundes der Welt gewinnen wird«, spottete die Kollegin. June ignorierte ihre Bemerkungen, sie würde sich von niemandem von der Teilnahme mit Scrappy am Wettbewerb abbringen lassen. Sie reichte die Anmeldung ein, damit die Menschen sehen konnten, dass jeder Hund auf seine Weise schön ist. Sie wollte, dass Scrappy verstand, dass er nicht allein war und andere außergewöhnliche Hunde traf, um Freunde zu finden. Ihre Priorität war es, Scrappy zu zeigen, dass er nicht der Einzige dieser Art war. Es ging nicht ums Gewinnen, sondern ums Mitmachen, obwohl ein Sieg ein schöner Bonus gewesen wäre. Es kam ein klarer, sonniger Tag für den Wettbewerb, perfektes Wetter für eine Veranstaltung, die unkonventionelle Schönheit feierte. June wachte früh am Morgen auf, ihr Herz klopfte vor Aufregung und Vorfreude. Sie sah den immer noch süß schlafenden Scrappy an, der keine Ahnung von dem bevorstehenden Tag hatte. Sie lächelte sanft und zerzauste sein Fell. »Heute ist dein Tag, Scrappy«, flüsterte sie. Scrappy wedelte mit dem Schwanz, als wolle er antworten. Es erwartete sie so viel Spaß. Sie machten sich auf die Reise in die benachbarte Kleinstadt, wo der Wettbewerb stattfand. Am Ziel angekommen, fanden sie sich auf einem belebten Open-Air-Fest wieder, umgeben von Lachen, dem Geruch von Popcorn und Zuckerwatte. Das Wettbewerbsgelände war mit Bannern und Luftballons geschmückt, die außergewöhnliche Schönheit priesen. Hier paradierten Hunde aller Arten und Größen. Ihre Besitzer strahlten vor Stolz, Kinder und Hunde tollten umher. June registrierte Scrappy und sie nahmen ihren Platz unter den Teilnehmern ein. Sie sahen die verschiedensten Hunde. Manche hatten ein schiefes Grinsen, andere abstehendes Fell in alle Richtungen, und bei manchen blickten die Augen in verschiedene Richtungen. Aber jeder von ihnen war besonders. Ein Hund, der geliebt wurde, und das war das Wichtigste. Die Menge konnte nicht anders, als Scrappys einzigartiges Aussehen anzustarren. Der Wettbewerb begann, und jeder Hund wurde auf die Bühne gerufen. Die Menge begrüßte jeden Teilnehmer mit Freudenschreien und Applaus. Scrappy beobachtete neugierig, wie die Hunde nacheinander auf die Bühne traten, und sein großes Auge weitete sich vor Staunen. Dann war er an der Reihe. June führte ihn in die Mitte der Bühne. Scrappy blickte in das Meer aus Gesichtern. Sein einziges Auge weitete sich vor Verwunderung. June spürte, wie sein Körper sich anspannte, aber sie ermutigte ihn liebevoll. »Du schaffst das.« Scrappy machte einen Schritt nach vorn, dann noch einen. Er bewegte sich mit einem hinkenden, aber für ihn anmutigen Gang. Die Richter beobachteten aufmerksam. Ihre Gesichter zeigten eine Mischung aus Belustigung und Rührung. Scrappy erreichte das Ende der Bühne und setzte sich, während sein Schwanz freudig auf den Boden klopfte. Die Richter berielten sich untereinander und nickten zustimmend. In Scrappy sahen sie dasselbe, was June immer gesehen hatte. Ein Herz voller Liebe. June trat vor und erzählte den Richtern ihre Geschichte. Als sie die wahre Geschichte hörten, wie der ungewollte Scrappy June unbewusst half,
mit ihren emotionalen Zusammenbrüchen fertig zu werden, traten den Richtern Tränen in die Augen. Junes Selbstvertrauen und Scrappys charmante Persönlichkeit gewannen schnell alle Herzen. Zur Überraschung aller wurde Scrappys einzigartiges Aussehen zu seinem größten Vorteil. Sein liebevolles Wesen und die besondere Verbindung zu June verzauberten die Jury. Es wurde Zeit, die Hunde zu prämieren, und alle Teilnehmer wurden erneut auf die Bühne gerufen. Obwohl Scrappy nicht den Hauptpreis als hässlichster Hund der Welt gewann, verliehen ihm die Richter den Titel inspirierendster Hund des Wettbewerbs. Er war wirklich etwas Besonderes. Die Menge brach in tosenden Applaus für den Hund aus, der alle Herzen erobert hatte. June umarmte Scrappy, ihre Augen waren voller Freudentränen. Sie hatten es geschafft. Sie zeigten der Welt, dass Schönheit kein Standard ist, sondern ein Gefühl, das geteilt werden muss. Als sie von der Bühne gingen, kam ein kleines Mädchen auf sie zu. Sie starrte Scrappy mit weit aufgerissenen Äuglein bewundernd an. »Er ist schön«, sagte sie. Und June begriff, dass Scrappys Sieg mehr war als nur eine Trophäe. Es war eine Botschaft der Hoffnung. Nach dem Wettbewerb wurde Scrappy zu einer Art lokaler Berühmtheit. Die Geschichte des einst ungewollten Hundes, der so viele Herzen eroberte, verbreitete sich schnell wie ein Lauffeuer. Ihre unglaubliche Geschichte inspirierte unzählige Menschen auf der ganzen Welt. Wenn Menschen June und Scrappy bei Spaziergängen trafen, baten sie um Fotos mit ihnen und teilten ihre eigenen Geschichten über die Liebe zu Außenseitern. Sie schenkten vielen Hoffnung und bewiesen, dass wahre Schönheit im Herzen und in der Seele liegt, nicht im Äußeren. June und Scrappy veränderten weiterhin das Leben anderer, indem sie Krankenhäuser, Seniorenheime und Schulen besuchten und überall, wo sie hinkamen, Liebe und Freude verbreiteten. Scrappys Geschichte erinnerte die Menschen daran, tiefer als die physische Hülle zu blicken und die Schönheit von Güte und Mitgefühl anzunehmen. Am Ende führte Junes Entscheidung, den hässlichsten Hund zu adoptieren, zu etwas wahrhaft Erstaunlichem. Scrappys Weg vom ausgesetzten und ungewollten Welpen zum Mutmacher berührte viele Herzen. Gemeinsam zeigten June und Scrappy der Welt die Kraft der Liebe, der Akzeptanz und die unglaubliche Bindung zwischen einem Mädchen und ihrem Hund. June ahnte nicht, dass sie beide an einem so unerwarteten Ort eine Familie finden würden. Was für ein unglaubliches Finale! Kennen Sie inspirierende Geschichten über Menschen und ihre pelzigen Freunde? Vergessen Sie nicht, sie uns unten in den Kommentaren mitzuteilen. Wir würden sie gerne hören. Aber für heute war es das. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.